Die beiden Nachbarländer, Deutschland und Schweiz, scheinen auf den ersten Blick sehr viel gemeinsam zu haben. Beide liegen im Herzen Europas. In beiden Ländern wird größtenteils Deutsch verstanden. Das Bildungsniveau ist vergleichbar und die Mentalität ist ähnlich. Oder auch doch nicht? 10 große und kleine Unterschiede zeige ich euch im folgenden Video. Tastatur. In der Schweiz gibt es im Alphabet einen Buchstaben weniger als in Deutschland. Das SZ oder auch scharfes S genannt wird in der Schweiz nicht verwendet. Hier wird immer Doppel-S geschrieben. Daher findet man diesen Buchstaben auch nicht auf einer Schweizer Tastatur. Auf deutschen Tastaturen sucht man dagegen vergeblich nach dem französischen Schriftzeichen C mit CD, E mit Accent grave, A mit Accent grave und E mit Accent aigu. Da Französisch in der Schweiz eine Landessprache ist, gehören diese Zeichen zum Layout einer gängigen Tastatur. Das Ausrufezeichen, Ad-Zeichen und Sternzeichen sind auf beiden Tastaturen nicht gleich angeordnet. Bei Haushalten mit Mehrsprachigkeit ist die Schweizer Tastatur durchaus auch in anderen Ländern empfehlenswert, da Französisch und Deutsch auf dieser Tastatur gleichberechtigt angeordnet sind. Unappetitliches beim Essen. Neben belegten Brötchen werden in der Schweiz auch häufig belegte Toastscheiben, sogenannte Canapés, angeboten. Um diese länger frisch zu halten, werden sie mit einer neutralen Gelatine überzogen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe mich daran bis heute nicht gewöhnt und bei mir erzeugt dieser neutrale Schleim keinen Appetit. Auch wenn es sicher sinnvoll ist. Das in Deutschland beliebte Mettbrötchen mit rohem Schweinehackfleisch wird dagegen bei Schweizern wenig Appetit auslösen. Wein statt Bier. Wenn man in Restaurants die Tische der anderen Gäste beobachtet, wird man schnell feststellen, dass in der Schweiz wesentlich häufiger ein Glas Wein auf dem Tisch stehen wird als ein Glas Bier. Die Weinkultur ist in der Schweiz deutlich stärker ausgeprägt als die Bierkultur. Die Nähe zu Italien und Frankreich ist daran wahrscheinlich nicht ganz unbeteiligt. Eigene Weinanbaugebiete finden sich vermehrt in der Westschweiz und im Tessin. In diesen Gebieten ist das Verhältnis Wein zu Bierkonsum nochmals deutlich weinlastiger. Deutschland hat dagegen bei der Bierkultur und der Bierauswahl klar die Nase vorn. Schulnoten. Wenn in der Schweiz Schüler stolz auf 6er und 5er Noten sind, sollte man sich nicht wundern. Das Schulnotensystem ist komplett gekehrt. In der Schweiz ist im Gegensatz zu Deutschland die Note 6 die beste und die Note 1 die schlechteste. In den Zeugnissen finden sich in der Schweiz auch halbe Noten. Bei Zwischennoten, die nicht im Zeugnis auftauchen, können auch Viertelnoten vergeben werden. Die Schreibweisen unterscheiden sich dabei von Kanton zu Kanton. In Deutschland wiederum werden 2 Notensysteme verwendet. Neben dem klassischen Notensystem von 1 bis 6 gilt ab der gymnasialen Oberstufe und in Oberschulen ein aufwärts zählendes Punktesystem von 0 bis 15 Punkten. Dieses wiederum kennt man in der Schweiz nicht. Straßenverkehr. Im Straßenverkehr gibt es jede Menge kleine und große Unterschiede. Fangen wir bei den Autobahnschildern an. In Deutschland sind die Schilder im Zusammenhang mit der Autobahn blau und in der Schweiz sind diese grün. Das kann leicht zu Verwirrung führen. Auf den Autobahnen gilt in Deutschland vielerorts freie Fahrt ohne Tempolimit. In der Schweiz gilt maximal 120. Auch auf Überlandstrecken gibt es Unterschiede. In Deutschland gilt häufig 100 Stundenkilometer und in der Schweiz gibt es ja ein Tempolimit von 80. Wer dann zu schnell fährt, sieht gleich den nächsten Unterschied. In der Schweiz wird überwiegend mit weißem Licht geblitzt und in Deutschland überwiegend mit rotem Licht. In der Stadt lässt man beiderorts außerhalb von Ampeln Fußgänger am Zebrastreifen passieren. In der Schweiz sind diese gelb und in Deutschland weiß. Das sind nur ein paar Beispiele im Straßenverkehr. Wenn du noch mehr kennst, schreib's mir doch in die Kommentare. Größe der Bettwäsche. Wer sich in der Schweiz neue Bettwäsche oder Bettinhalt kauft, braucht sich nicht wundern, dass diese nicht passen wird. Die üblichen Größen sind völlig unterschiedlich. Bei den Kopfkissen sind in Deutschland die Größen 80 x 80 und 40 x 80 verbreitet. Diese Größen kennt man in der Schweiz nicht. Üblicher sind dagegen 65 x 65, 50 x 70 und 50 x 100 cm. Bei der Bettdecke ist in Deutschland 1,40 x 2 Meter üblich. In der Schweiz wiederum ist das Standardmaß 1,60 x 2,10. Kleiner Fun Fact:
IKEA Schweiz verkauft keine der in der Schweiz üblichen Größen, sondern die Standardgröße aus Schweden. Wick vs. Vicks. So manch einer mag sich belustigen, wenn er bei den Erkältungsmitteln den Namen Vicks auf der Verpackung entdeckt. Dabei handelt es sich hier um den ursprünglichen Firmennamen. In Deutschland und Österreich wurde der Name wegen seiner Doppeldeutigkeit geändert. In der Schweiz scheint das niemanden gestört zu haben. Bis auf den Namen gibt es dabei aber keinen Unterschied. Nationalstolz. Im Gegensatz zu Deutschland ist es in der Schweiz nicht ungewöhnlich, die Nationalflagge auch außerhalb von sportlichen Großevents zu hissen. So wird dem aufmerksamen Beobachter schnell die größere Anzahl Flaggen und der Hang zur Swissness auffallen. Produkte mit einem Schweizer Kreuz erfreuen sich größerer Beliebtheit und sind dem Kunden auch mehr wert. Besonders am 1. August erscheint das Land in Rot-Weiß. Am Nationalfeiertag der Schweiz werden sogar mehr Feuerwerke veranstaltet als an Silvester. Küche und Waschmaschine. Wer von Deutschland in die Schweiz in eine Mietwohnung zieht, kann seine Küche, Waschmaschine und Trockner gleich in Deutschland lassen. Zur Grundausstattung einer Wohnung gehört eine komplette Küche mit Herd, Backofen und Spülmaschine. Waschmaschine und Trockner finden sich häufig mit dem Trockenraum im Kellerbereich. Bei größeren Wohnungen können sogar eigene Maschinen im Badezimmer enthalten sein. Bei der Waschküche aber Vorsicht, das ist häufig Kriegsgebiet und Nachbarschaftsstreits drehen sich oft um dieses Thema. In Deutschland muss man all diese Geräte und Küchenmöbel kaufen. Dafür hat man selbst in der Hand, worauf es bei den Geräten ankommt. Energieeffizienz und Wasserverbrauch sind den Vermietern leider häufig herzlich egal. Beide Varianten haben daher ihre Vor- und Nachteile. Begrüßung und Verabschiedung. Unter Freunden gibt es in beiden Ländern zur Begrüßung und Verabschiedung ein kleines Ritual. Von Frau zu Frau, Mann zu Frau gibt man sich in der Deutschschweiz in der Reihenfolge links, rechts, links 3 Küsschen auf die Wange. In der Westschweiz gibt man sich ganz französisch nur 2 Küsschen auf die Wange. In Deutschland dagegen gehört unabhängig vom Geschlecht unter Freunden und unter Familie eine herzliche Umarmung zum Ritual. Kennt ihr noch weitere Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mich mit einem Like und Abo unterstützen. Ciao zusammen, bis zu meinem nächsten Video.